Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute schauen wir auf alle möglichen Transfers und jetzt alles Wichtige, was passiert ist. Ganz wichtig, da dass ich aktuell nicht da bin, ist das Video am Mittwochabend aufgenommen. Also wird es sehr wahrscheinlich am Freitag kommen. Das heißt, wenn es kleine Abweichungen gibt, werde ich die in die Kommentare schreiben, wie es aktuell dann aussieht und so weiter. Oder zusätzliche Sachen wie neue Gerüchte. Auch das steht dann in den Kommentaren, also da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Das zum Anfang. Dann natürlich aktuell, es gibt einige Gerüchte zum FCM und einige Sachen, die auch nicht zustande gekommen sind. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig supporten. Aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer die schnellsten bei den neuesten Videos und habt die neuesten Infos. Zudem auch gerne ab 9 Cent Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit starten wir direkt rein. Ja, fangen wir an mit Faozi. Faozi, der war ein Gerücht von Schalke 04. Da ist er jetzt da hingegangen zu Schalke und nicht zum FCM, hat sich gegen den FCM entschieden. Auch das sehr, sehr interessant, weil er vor allem sehr wahrscheinlich gute Perspektiven dann scheinbar bei Schalke gesehen hat und vielleicht auch das als besseren Club empfand. Und das ist dann einfach so. Auch das muss man klar sagen, ist sehr, sehr schwer zu verarbeiten. Er unterschreibt bei Schalke einen Vertrag bis 2029, also ganze 4 Jahre. Das ist ein guter Deal. Und 300.000 bis 400.000 wurden insgesamt bezahlt. Auch da muss man dann schauen. Das ist ein guter Deal meiner Meinung nach für Schalke. Da haben sie einiges richtig gemacht. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne in Magdeburg gesehen. Und auch persönlich gedacht, dass er vielleicht noch mal einen Schritt mehr gehen kann und auch der gute Ersatz für Mohamed El-Khoury sein könnte. Ist leider so nicht passiert. Auch Mboye wird nicht zum FCM kommen. Der Stürmer von St. Pölten wechselt nämlich nach Rapid Wien. Auch das steht schon etwas länger fest. Und damit ist eines der nächsten Spieler, der vom FCM klar gescoutet wurde, weg und auch runter von der Wunschliste. Hat sich natürlich dann eher für das Land entschieden, wo er bereits spielt. Ist eine Liga jetzt höher. Rapid Wien ist eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Auch eine Stelle, die eher europäisch spielt als wir. Auch das muss man ganz klar sagen. Also Perspektive hat er da wahrscheinlich weniger als bei uns. Aber natürlich ist er trotzdem da besser im Endeffekt bewahrt als beim FCM wahrscheinlich. Für ihn hat das wahrscheinlich das klar entschieden. Auch andere Vereine konnten ihn nicht holen. Und damit ist es auch ganz klar. Zudem gab es noch ein Gerücht über Kelvin, ein Innenverteidiger aus der schweizerischen dritten Liga, hat mit Biel überraschend das Finale in der Schweiz erreicht, per Pokal. Das war, glaube ich, die größte Überraschung und er war wahrscheinlich der größte Anteil daran, denn er hat unglaublich gespielt und hat sich so für weiteres empfohlen. Er stand bei dem FCM auf der Liste, denn auch er ist jetzt gewechselt, auch intern in der Schweiz, von der dritten Liga in die erste Liga zu Lugano, hat sich dafür entschieden, nicht für einen deutschen Wechsel, sondern klar für Lugano. Auch das natürlich ein schmerzhafter Deal. Ich glaube, er hätte sehr, sehr gut bei uns reingepasst. Ist auch ein sehr, sehr großer Fighter. Wäre ein ähnlicher Spielertyp vielleicht Jamie Lawrence oder Pfeiffer gewesen. Vor allem durch seine Größe und Schnelligkeit hätte er gut bei uns punkten können. Das haben wir auch immer gerne mal im Kader. Leider ist aber das Motto bei uns immer gewesen, groß gleich unglücklich, hatte ich so ein Gefühl. Auch das ist sehr, sehr schade. So, dann haben wir Yasin Zor. Und bis dahin könnte sich was geändert haben. Wie gesagt, Mittwochabend, Freitag haben wir es. Seine Vertragssituation zum aktuellen Zeitpunkt sieht sehr, sehr schwierig aus. Er kommt mit Kaiserslautern nicht weiter vor. Er würde aber gerne in Kaiserslautern bleiben, wenn seine Perspektive stimmt. Denn er ist nun mal Lauterer. Auch das hat er klar gemacht. Jedoch sind auch andere Vereine an ihm dran. Unter anderem Frankfurt, Sandhausen und auch Gladbach. Andere Zweitliga-Vereine sollen auch interessiert sein und der FCM ist interessiert. Die Wechselwahrscheinlichkeit beim FCM ist nach aktuellem Stand am höchsten, liegt bei 37%, soweit ich weiß. Und könnte sich dann dementsprechend auch ändern. Wenn man natürlich ihn jetzt holen will, sollte man das schnell machen. Ich denke mal, wenn es zu einer Verpflichtung kommt, wird es über einen direkten Profivertrag gehen. Plus dann noch U23 Spielniveau sammeln und dann sicherlich auch in einem Jahr verleihen. Was bis dann passiert, mal schauen, ob der Deal wirklich durchgehen könnte. Wäre, glaube ich, ein interessanter Deal. Hat in der Oberliga 36 Tore für Kaiserslautern gemacht, beziehungsweise Scorer, nicht Tore, sondern Tore und Vorlagen.
Das wäre sonst, glaube ich, ein bisschen zu viel. Da würden noch mehr Vereine neben dran sein. Aber ich glaube, wenn Frankfurt, Gladbach dran ist, dann kann man schon sagen, dass es ein sehr interessanter Spieler ist. Dass wir dann auch einen richtigen scouten, wenn wir ihn bekommen. Ja, zudem wollte ich hier nochmal ein kleines Thema über den FCM 2 aufmachen. Ich denke mal, da wird vielleicht am Freitag auch nochmal was passiert sein oder am Donnerstag. Aber über den FCM 2. Es gab eine Verlängerung mit Korsch, das ist sehr, sehr wichtig. Der Mann, der eigentlich immer ganz gute Leistungen bringt, ist jetzt aktuell nicht mehr so gesetzt wie mal früher, aber könnte auch eine wichtige Joker-Rolle spielen in der Regionalliga. Seine Leistung hat er klar gezeigt, bekommt jetzt nun keinen Profivertrag mehr bei der Erstmannschaft, bekommt aber definitiv seinen Vertrag bei der Zweitmannschaft und wird da seine weiteren Schritte gehen und auch mit den FCM 2 in Zukunft gehen. Denn die wollen auch die Klasse halten und da haben sie auch weiteres gemacht. Der Julius Pfennig bleibt da auch beim FCM erhalten. Auch ein wichtiger Spieler, ein guter Innenverteidiger, den wir haben da in der Jugend. Zwar etwas schon, ich würde sagen, etwas älter im Vergleich zu anderen Spielern vielleicht, aber trotzdem ein wichtiger Spieler für das Gefüge. Auch er wird dem FCM 2 erhalten bleiben und damit auch die Perspektive pflegen, weiter nach oben zu kommen. Zudem hat der FCM 2 auch einen Neuzugang, der heißt Sanogo. Auch ein sehr, sehr interessanter Spieler aus Altklinike gekommen ist. Kam da erst im Winter hin, hat dann aber nicht mehr weitergemacht, beziehungsweise wollte was anderes machen. Hat da 12 Spiele gemacht, so aus 17. Auch das solide, hat sogar jedes vierte Spiel von Anfang an gemacht. Und auch zuletzt gute Scorer gesammelt für seine Spielzeit. Ja, ein interessanter Deal. Mal gucken, ob er sich in die Stadt vielleicht reinkämpfen könnte. Könnte auch ein Spieler sein, der eventuell einen Jason Checker ersetzen soll, obwohl ich da eher aktuell Bars sehe, der vielleicht die Flügel wechselt und man das hinterher macht. Oder vielleicht auch ein anderer Spieler, wie zum Beispiel Nick Meyer das machen könnte. Oder dann auch Yasin Zor, wenn er kommen sollte. Aber ich glaube, das ist auch ein Spieler, der definitiv spielen wird. Der hat auch einen guten Marktwert für eine Regionalliga. Mal schauen, wie seine nächsten Schritte sind. Kam auch aus der Nürnberg-Jugend. Ja, wenn es bis dahin weitere Deals gibt, ihr wisst, ich pinne die an. Auch gerne eure Meinung zu dem aktuellen Transferfenster rein. Ottmar Schock hat ja klar gesagt, dass es nicht so viele Deals geben wird jetzt erstmal. Beziehungsweise, dass man aktuell noch nichts weiter eingetütet hat. Das ist sehr überraschend für den FCM, weil man sonst immer eigentlich sehr pünktlich ist. Aber man hat einen guten Kader zusammen. Da muss man nicht so viel machen. Trotzdem gibt es einige News. Viele Spieler sind nicht zum FCM gekommen, wo der FCM interessiert war. Auch da müssen wir schauen, wie es weitergeht. Lasst also gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Die Glocke aktivieren. Und ab 9 könnt ihr Mitglied werden, das wisst ihr ja. Dankeschön an jeden, der das Video bis zum Ende geschaut hat und euch noch einen wunderschönen Tag.